Moin Moin, Pastor Wolle hier mit dem heutigen Thema alte Gewohnheiten überwinden und hinterlassen. Alte Gewohnheiten zu ändern sind wie Unkraut mit tiefer Verwurzelung ähnlich. Ein oberes Abpflücken stärkt nur die Wurzeln, die dann wieder neues Gewächs treiben. Unkraut muss komplett entwurzelt werden. Ebenfalls mit alten Gewohnheiten, die Jesu Christi verachten, sollen niedergerissen werden. Die Hinweisung des Neuen Testaments verlangt, etwas dafür zu unternehmen, sowie wandelt euch um durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr ein sicheres Urteil darüber gewinnt, welches der Wille Gottes sei. Christus, der uns seine Gnade zur Verfügung stellte, übernimmt nicht unsere Verantwortung zur Veränderung. Wir sind für unsere Glaubensentscheidungen persönlich verantwortlich, etwas zu begreifen. Im Alten Testament war der Prophet Jeremia davon nicht verschont. Er fühlte sich von seiner Aufgabe niedergeschlagen und begann sich zu beschweren. Doch das Richtige zu tun brannte in ihm wie ein Feuer. Er sprach: Wenn ich mir aber vornehme, ich will nicht mehr an den Herrn denken und nicht länger in seinem Namen reden, das ist eine alte Haltung, dann brennt dein Wort in meinem Herzen wie ein Feuer. Das ist die Erneuerung, oder es führt zur Erneuerung. Ja, es glüht tief in mir. Ich habe versucht, es zurückzuhalten, aber ich kann es nicht. Jeremia 20. Eine Veränderung war nötig. Unser Vorbild Jesus kam zu seiner Zeit mit einer neuen Lehre und Leute staunten. Was ist das? Eine neue Lehre mit göttlicher Vollmacht. Auch die unreinen Geistern, alte Gewohnheiten zum Beispiel, gebietet er und sie gehören ihm. Und der Ruf von ihm verbreitete sich alsbald überall in der ganzen umliegenden Landschaft Galiläa in Markus 1. Seit der Zeit Christi sind Gläubige dazu berufen, sich durch die Kenntnis des Wortes Gottes zu verteidigen. Das heißt, Befehl, dass eine Veränderung vom Alten zum Neuen eintritt. Lukas 10. Paulus kam zu einem ähnlichen Entschluss. Eine Veränderung ist nur durch Bemühung möglich als eine Erneuerung des Denkens mit dem, was geschrieben steht. Dieser entscheidende Einfluss des Wortes ist die einheitliche Ursache dafür, dass sie eine Bereitwilligkeit in dir erweckt. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Das heißt in deinem Leben. Das aus dem Vaterunser in Matthäus 6. Von seiner Absicht, Gutes zu tun und doch nicht in der Lage zu sein, es zu vollbringen, schrieb Paulus im Römerbrief: Wie entgehe ich solche Bedrängnisse? Gibt es keine Lösung dafür? Römer 7. Ständig bemüht man sich, richtige Entscheidungen zu treffen, und Paulus wies darauf hin mit: Und wenn ihr über irgendetwas anderer Meinung seid, so wird Gott euch dafür Klarheit und Einsicht schenken. Und das aus Philipper 3. Entscheidend ist, dass Stürme sich legen werden, aus Matthäus 8. Berge werden versetzt, aus Markus 11. Bäume werden entwurzelt, aus Lukas 17, die sogenannten alten Gewohnheiten. Dann erfüllt sich nämlich Gottes Wort: Widersteht dem Teufel, so wird er von euch fliehen. Jakobus 4. Seid entschlossen, die Aufstände der alten Gewohnheiten erfolgreich zu überwinden mit eurem Glauben, sei es 30, 60 oder sogar 100-fach, und mit neuen Gewohnheiten gemäß dem Willen Gottes ersetzen. Und das aus Matthäus 6. Tut das bis zum nächsten Mal.